herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Jola für das Marketing zuständig. In dieser Woche haben wir bei Jola die BG ETEM zu Gast mit einem ihrer 3 Schulungswagen. Die Berufsgenossenschaft ETEM verfügt als einzige BG in Deutschland über solche Schulungsfahrzeuge. Und wie es da drin aussieht, das schauen wir uns jetzt mal zusammen bei uns im Hof an. Ist doch so weit, dann wollte ich Sie ganz kurz damit. Also erstmal danke fürs Kommen allen und besonders Ihnen dreien danke fürs Kommen. Herr Hartmann, unsere heutige Aufsichtsperson heißt das inzwischen. Ja. Ich habe mehrfach umlernen müssen. Und Herr Ralf Präkels, der zum 2. Mal hier sehr, sehr erfahren eingeparkt hat. Ja, ich bin mal gespannt, ob das Auspacken. Das geht, glaube ich, einfacher. Also Millimeterarbeit. Und dann ein für mich neues Gesicht, für meinen Vater ein wohl bekanntes Gesicht. Denn Herr Mattes war, damals hieß es technischer Aufsichtsbeamter, vor Herrn Hartmann. Genau. Und wie ich dann noch erfahren habe, sein Vater davor. Das heißt, hier ist auch die 2. Generation hier am Arbeitsschutzwerke. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Ja, mein Name ist Christoph Mattes. Ich bin eine Aufsichtsperson der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse, kurz ETM. Wir sind hier mit dem Schulungswagen vor Ort und schulen hier die Mitarbeiter innerhalb des Betriebes. Also die Betriebe kommen zu uns auf unseren Schulungswagen, also aus dem Betrieb zur Berufsgenossenschaft. Taucht sich mal hier rein. Und dann schauen wir mal, ob was passiert. Ne? Das wird jetzt ja nach unten fallen, diese Dämpfe. Und wie schnell sich das Ganze ausbreiten kann, haben wir gesehen. Ne? Solche Dinge, was da an Energie drin steckt in dem. Ne? Hier ist wieder Feuerlöschstrecke, Sauerstoff wegnehmen. Ja? Wie es passieren kann, ja, aber gesehen, was da so losgeht. Ich bin der Ralf Präkels, bin seit 14 Jahren bei der Berufsgenossenschaft angestellt, fahre
einer dieser Teile in die Betriebe. Wir haben 3 davon. Wir sind dann deutschlandweit unterwegs. Ich bin für den süddeutschen Raum zuständig, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und ein bisschen Hessen noch. Ja, wir sind unterwegs im Namen der Berufsgenossenschaft für die Prävention, also vorbeugende Maßnahmen zu machen, damit keine Unfälle passieren. Und dafür sind diese Wagen auch geschaffen worden. Sie sind mittlerweile, haben wir die schon 40, 50 Jahre lang. So. Den BG-Schulungswagen bei uns zu haben, stellt eine wunderbare Möglichkeit dar, eine Bestandsaufnahme unseres betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes bei Yola vorzunehmen. Denn die Herren waren im Betrieb mit uns, sie haben sich alles angeschaut, Fotos gemacht, mit den Mitarbeitern gesprochen und haben dann diese Eindrücke mitgenommen und zeigen jetzt in mehrere Module für verschiedene Gruppen eben das, was sie gesehen haben, zeigen, was gut ist, aber auch was verbessert werden könnte und erzählen sehr viele Geschichten aus der Praxis. Also das Ganze läuft gerade nicht so ab wie ein normales Seminar oder gar eine Unterweisung bei uns im Betrieb, sondern es werden Fotos, Videos aus der Praxis gezeigt. Die Referenten erzählen aus ihrem Betreuungsalltag, aus vielen, vielen Situationen, die sie erlebt haben. Und das ist etwas ganz Spannendes. Und was auch sehr schön ist, ist, dass fast alle Veranstaltungen in die leichte Überzeit gehen oder in die große Überzeit sogar, weil die Diskussion überhaupt nicht abreißt, weil die Gespräche auch so lebhaft und auch so fachlich tief geführt werden können. Ja, klar. Also Themen haben wir natürlich eigentlich alles, was gewünscht wird von der Firma, ob das über Ergonomie geht, ob das über Gefahrstoffe geht, ob das Maschinenschutz ist, ja, Verkehrssicherheit, Ladungssicherung, diese Themen. Also wir haben ein ganz großes Portfolio, was wir da anbieten können in den Betrieben selber. Wir haben auch dann, wenn es spezielle Themen sind, auch Spezialisten, die auch vorbeikommen können. Ja? Also wir haben da auch welche, die sich also nur mit Ergonomie beschäftigen zum Beispiel. Ne? Die können dann was machen oder so. Das ist alles kein Thema. Das muss man nur dementsprechend organisieren und die wissen es auch. Ne? Und dann kommen die auch auf den Schulungswagen. Ja. Da das von den Betrieben gewünscht wird, dass wir kommen, sind die Rückmeldungen meistens positiv. Also dieses Angebot wird eigentlich sehr gut angenommen. Das sieht man ja daran, dass wir das ganze Jahr im Prinzip ausgebucht sind und die Wartezeiten, um im Prinzip dieses Auto zu bekommen, liegt ungefähr bei einem Jahr im Voraus. Ja. Ich finde das echt super. Auch das Konzept finde ich super. Es kommt auch gut an bei den Leuten. Ne? Und ich glaube, dass jeder ja, der das nutzen kann, im Prinzip das Fahrzeug, auch die an der Maschine stehen, die ja sonst nie in so eine Gelegenheit kommen, mal was anderes zu hören, glaube ich. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel aus. Das ist ja BG-Boden, ne? Der steht zwar bei Ihnen auf dem Hof, ist aber BG-Boden. Ja? Und ich finde schon, dass das für die Mitarbeiter selber was Gutes ist, ja. Einer der Referenten hat eben bei der Schulung unserer Elektrofachkräfte gefragt, woher wissen Sie, dass Strom wehtun kann? Naja, weil Sie es ausprobiert haben. Und woher wissen Sie, dass Strom tödlich sein kann? Das müssen Sie mir einfach glauben. Und in diesem Beispiel hat er wunderbar zusammengefasst, was eigentlich der Hintergedanke des Schulungswagens ist. Und zwar auf Gefährdungen hinzuweisen, die man manchmal im betrieblichen Alltag eben nicht sieht, nicht hört, nicht erwartet, in der Hoffnung, dass diese Gefährdungen, diese Belastungen eben nicht passieren. Und ich bin sehr dankbar, dass es so etwas wie den Schulungswagen gibt, dass er jetzt bei uns ist
und hoffe, dass wir dieses Angebot auch in Zukunft wieder annehmen können. Ich finde, nee, es kann so weiterlaufen wie bisher. Finde ich super, dass, wie gesagt, auch vielleicht noch mehr Firmen. Wir haben auch eine Warteliste, na klar, dass man die alle mal durch hat irgendwann. Das wird natürlich noch Jahre dauern. Ja, und der Wagen kommt ja auch in die Jahre, ne, ist jetzt 16 Jahre alt. Na, kann sein, dass wir in 3-4 Jahren noch mal einen neuen bauen. Wir wissen es aber noch nicht. Diese kleine Menge, die da drin war, in dem Bereich, da kann man sich vorstellen, was so passiert im Raum, wo das Ganze sich ausbreiten kann, viel Sauerstoff ist, ja, wie gefährlich das Ganze ist. In den Jahren 2002 und 2016 war der BG Schulungswagen also schon einmal bei uns, jetzt also wieder 2024. Wir hoffen auf eine Rückkehr in einigen Jahren. Bis dahin haben wir genug Zeit, die gewonnenen Erkenntnisse auch in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen. Inside Jola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an der Technik hast, bei Fragen stehen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald!